Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, heute geht es um ein sehr spannendes Thema, was wahrscheinlich auch von euch schon den ein oder anderen Mal geplagt hat. Es geht um Datenverlust. Ja, Datenverlust ist natürlich der Worst Case, gerade für Fotografen oder Videografen, wie ich es einer bin auch. Ja, und ich hatte gedacht, eigentlich hoffentlich trifft mich nie sowas, aber vor ein paar Jahren im Urlaub hat es mich genau bei so einer SanDisk-Speicherkarte hier getroffen. Ich habe immer gedacht, hier SanDisk Ultra, das sind eigentlich die ultimativen Speicherkarten und ich hatte bisher wirklich nur positive Erfahrungen mit diesen Karten gemacht. Ja, da hat es mich erwischt gehabt und es ging so weit, dass ein Teil von den Daten nicht mehr lesbar war. Gott sei Dank, wie gesagt, nur im Urlaub passiert, nicht bei einem professionellen Fotoshooting, weil das ist natürlich wirklich sehr ärgerlich, was man da dagegen machen kann. Ja, das erkläre ich euch auch noch im weiteren Teil vom Video, so ein paar Prophylaxe-Maßnahmen, aber ich habe mich heute mit einer Software beschäftigt, die genau dieses Problem hier von mir aufgegriffen hat. Ja, Stellar Photo Recovery für Mac oder auch für Windows gibt es die Software, verspricht nicht nur Fotos wiederherzustellen, so wie ganz normale Recovery-Tools, sondern auch defekte Fotos reparieren zu können. Ob diese Versprechung zu viel ist, ob das wirklich funktioniert, ich habe es ausprobiert. Ja, so ein Test einfach nachstellen, fingieren ist natürlich immer sehr schwierig, aber mit so einem echten Fall hier haben wir wirklich hier den Härtetest. Ob es die Software geschafft hat, seid gespannt. Nach dem Intro schauen wir es uns an. Ja, wir haben heute, wie gesagt, Stellar Photo Recovery für Mac am Start. Und ob die Software das verspricht, hier von meiner Karte die defekten Fotos wiederherzustellen, das schauen wir uns jetzt an. Ja, ich möchte euch heute eine ganz besondere Software, die ihren Fokus auf die Wiederherstellung von Foto- und Videoformaten legt, zeigen. Mit Stellar Photo Recovery für den Mac in meinem Fall, aber es gibt es natürlich auch für Windows, gibt es eine Software, die gerade für Fotografen oder Videografen interessant ist. Ja, Stellar Photo Recovery verspricht hier, dass neben verlorenen oder gelöschten Fotos auch Dateien wiederhergestellt werden können. Das beschreiben die hier, dass zum Beispiel RAW-Formate oder auch ganz normale Bildformate können irgendwie auch inhaltlich wiederhergestellt werden, wenn da bestimmte kleine Blöcke korrupt sind, und das möchte ich euch auch mal zeigen, weil das konnte ich mir gar nicht wirklich vorstellen, dass das Ganze auch so wirklich funktionieren kann. Ja, ob das Ganze nicht nur wie hier auf der Internetseite, sondern auch tatsächlich in der Praxis funktioniert, ja, das möchte ich euch heute anhand von einem Live-Test zeigen. Ja, ein Punkt, den man nicht verheimlichen darf, ist natürlich, grundsätzlich ist die Software erstmal gratis, aber wenn ich was tatsächlich dann wiederherstellen möchte, habe ich vielleicht 1, 2, 3 gratis Bilder, und wenn ich dann mehr möchte, dann muss ich natürlich die Version kaufen. Was wirklich interessant ist, ist diese Professional-Variante, die ist nur hier 10 Euro teurer als wie die Standardversion, und zwar kann die auch korrupte Fotos reparieren. Das Ganze konnte ich gar nicht so wirklich glauben, aber ich habe tatsächlich eine Speicherkarte, das ist mir tatsächlich mal passiert, dass während einer Reise mir eine Speicherkarte kaputt gegangen ist und ja, ich bis dato eigentlich nicht mehr an die Fotos gekommen bin, die in diesem Bereich von der Speicherkarte kaputt waren. Ob die Software hier das Ganze retten konnte, das möchten wir jetzt mal ausprobieren. Ja, ich habe hier schon mal Stellar Photo Recovery gestartet und er fragt mich hier erstmal, was möchte ich hier alles wiederherstellen, Fotos, Audio, Videos. Ich könnte das jetzt hier ein bisschen einschränken, indem ich jetzt sage, ich möchte mich hier jetzt speziell nur auf Fotos konzentrieren, aber ich könnte jetzt auch sagen, wenn ich jetzt hier Videoaufnahmen gemacht habe oder auch Ton drauf habe, kann man auch theoretisch alles mal aktivieren. Ja, wiederherstellen von da. Ja, das ist die Karte, die mir im Urlaub kaputt gegangen ist. Ich kann sie auch euch mal zeigen. Das ist jetzt hier diese Karte. Ich bin da auch schon mal in den Ordner reingegangen. Hier war ich in so einem Marinemuseum und ja, und während ich dort das U-Boot besichtigt habe, ist wohl irgendwas mit der Speicherkarte
kaputt gegangen, weil die nächsten Fotos, die ich hier anschauen möchte, da zum Beispiel das RAW-Format, kann es gar nicht mehr lesen, das JPEG ist grau, hier zeigt es auch überhaupt nichts mehr an, hier sieht man nur noch so Fragmente, also hier sind Teile wirklich kaputt, währenddessen die Bilder hier davor noch alle in Ordnung waren. Ja, ob dieser Härtefall hier wirklich die Software lösen kann, ich bin gespannt. Ja, also ich habe jetzt hier diese Speicherkarte mal ausgewählt und das Einzige, was ich dann noch machen muss, ist hier Scan. Ich kann auch hier nochmal den tiefen Scan aktivieren, vielleicht in der Hoffnung, dass er hier dann auch mehr erkennt oder auch diese Reparatur durchführt und dann kann ich das Ganze mit Scan hier starten. Bevor ich das Ganze jedoch hier mit Scan starte, möchte ich euch noch einen recht coolen Teil zeigen. In den Einstellungen sind normal relativ uninteressant, aber in den Einstellungen zu den RAW-Dateiformaten sieht man mal, was hier eigentlich alles unterstützt ist. Gerade wenn wir hier oben mal schauen bei die Fotoformate, also sind jetzt hier nicht zum Beispiel nur die klassischen Kameraformate wie hier das Canon RAW-Format oder das Canon RAW 3-Format für die neueren Canon-Kameras vorhanden. Es sind auch gängige Formate von Grafikdesignern, zum Beispiel hier von Photoshop oder InDesign-Dateien dabei. Wenn wir hier durchschauen, ist es hier wirklich allerlei dabei. Kodak-Kameras, Nikon, Olympus und dann hier unten auch noch Pentax, Samsung, Sigma, Sony. Also grundsätzlich die ganzen Dateiformaten auch von Kameras, die von Fotografen genutzt werden. Ja, wirklich cool das Ganze. Denn so Standard-Wiederherstellungssoftware kann natürlich nur so ganz gängige Dateiformate, aber hier mit den ganzen Fotografen-Dateiformaten von den ganzen verschiedenen Kameraherstellern, inklusive der RAW-Dateiformate, das ist schon wirklich cool. Was ich ganz interessant finde ist, was eigentlich nochmal ein komplett cooles, unabhängiges Feature ist hier mit diesem Kopfzeile hinzufügen heißt das. Klingt ein bisschen seltsam, aber damit ist gemeint, dass ich unbekannte Dateien von einer Speicherkarte zum Beispiel wiederherstellen kann, die vom System oder nicht vom System, sondern von der Anwendung hier erstmal gar nicht unterstützt werden. Das heißt, ich kann hier Beispieldateien einfach reinlegen und das Programm versucht dann hier über die Magic Bytes, also wie die Datei anfängt, hier diese Dateien auch auf einem gelöschten Datenträger zum Beispiel zu finden. Man sieht es auch hier, wenn ich jetzt nicht hier Beispieldateien hochlade, sondern das Ganze mit manuell wähle. Ich kann jetzt hier dem Ganzen sagen, wie groß zum Beispiel die Dateien sind, was das für ein Typ ist. Kann ich zum Beispiel sagen, Test, Dateierweiterung ABC. Ist jetzt nur ganz fiktiv, aber das Wichtigste ist hier zum Beispiel, dass ich jetzt hier diese Magic Bytes hinterlege, mit dem die Datei zum Beispiel anfängt. Kann zum Beispiel sein, dass die mit AA, BB, CC, DD, EE und so weiter anfängt und dann würde ich das jetzt, indem ich das hier hinzufüge, würde er nach diesem unbekannten Dateiformat auch hier scannen. Ja, und auch so unbekannte Dateiformate wiederherstellen, ja, ich habe es jetzt noch nie gebraucht, aber ja, gerade für so Spezialfälle ist das wirklich hier eine sehr überraschende Entdeckung. Das möchte ich jetzt natürlich nicht, deswegen lasse ich das jetzt alles hier so, wie es ist. Und ich gehe nochmal zurück zu unserer Wiederherstellung, da wo wir jetzt mal schauen wollen, wie gut die Software ist. Ich wähle jetzt hier nochmal meine Speicherkarte aus, gehe auf den Tiefenscan, nicht vergessen, den wollten wir noch mit ausprobieren und dann starten wir den Scan. Ja, dann dauert das hier erstmal eine ganze Weile. Ja, die Suche der Dateien dauert natürlich ein bisschen, bis der hier die komplette Karte durch hat. Das ist eine 16 GB Karte, aber letztendlich hat es auch wirklich nur ein paar Minuten gedauert, bis er mal so einen ersten Überblick über die Datenlage hier geschaffen hat. Ja, der Scan-Vorgang ist mittlerweile abgeschlossen. Das hat jetzt nur ein paar Minuten gedauert. Es ging relativ flott, das Ganze. Und ich kann jetzt mal schauen, was er jetzt hier gefunden hat. Ja, und wir sehen jetzt hier doch, dass er hier einige Dateien gefunden hat. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier auch... Ja, okay, ich kann jetzt hier zwar keine Vorschau
anzeigen, aber ich kann das Ganze jetzt hier im Prinzip alle, die jetzt hier selektiert haben, wiederherstellen. Hier haben wir noch einen kleinen Übersetzungsfehler drin, der steht sparen. Ich denke mal, das soll wiederherstellen heißen, aber das ist jetzt mal egal. Klicken wir mal drauf und wir wählen jetzt nur noch das Ziel aus und dann wird das Ganze wiederhergestellt. Die Wiederherstellung wird jetzt hier noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Ja, Wiederherstellung von den Daten, das kann dann wirklich nochmal richtig lang dauern, weil er schaut ja bei der Wiederherstellung dann nicht nur auf die Header, also auf die Dateianfänge, sondern er zieht die kompletten Daten runter von der Karte. Im RAW-Format, also auf Low-Level, zieht er hier die Daten runter und versucht in dem Rahmen auch die Daten wiederherzustellen. Ob das Ganze funktioniert hat, schauen wir uns jetzt mal direkt im Ergebnis an. An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung, sorry. Ja, wenn dir meine Videos gefallen und du meine Arbeit im Bereich IT-Security unterstützen willst, dann solltest du Kanalmitglied werden. Ja, mit einem kleinen monatlichen Beitrag hilfst du mir hier bereits schon, weiter Beiträge zur Schulung, zur Awareness und zur IT-Sicherheitsforschung zu produzieren. Den Button zur Kanalmitgliedschaft findest du hier direkt unter dem Video und ich würde mich freuen, dich als Kanalmitglied willkommen zu heißen. Ja, und du möchtest meine Arbeit unterstützen und möchtest aber nicht gleich Mitglied werden, dann sag einfach mit einem Super Thanks Danke. Dadurch kannst du mir auch einmalig was zurückgeben, wenn dir irgendein Beitrag besonders gut gefallen hat. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden von euch. Vielen Dank für deinen Support, doch jetzt zurück. Ja, hier haben wir jetzt nochmal unsere Speicherkarte, die 100 Canon und ja, und das hier oben ist das Ergebnis aus der Wiederherstellung mit der Stellar Photo Recovery. Was wir hier sehen, das ist meistens das Problem bei Wiederherstellungsprogrammen, die Dateinamen sind meistens kaputt. So wie die hier benannt worden haben, werden die hier einfach durchnummeriert, je nachdem wie sie gefunden wurden. Und ja, das ist hier schon mal ein in Anführungsstrichen Problem, mit dem man leben muss. Ja, ich schaue jetzt hier mal, das letzte Bild, was hier tatsächlich noch funktioniert hat, war das 3727 und ab dem 3728, da hatten wir hier den Defekt. Da sehen wir hier grauer Bildschirm. Deswegen bin ich jetzt hier schon mal an die Stelle gesprungen, wo wir das letzte Bild haben, und zwar genau das. Und wenn es jetzt weitergeht, wir sehen jetzt hier ein Bild, das was wir hier schon nicht mehr haben. Auch das, hier geht es dann schon wieder aus dem U-Boot raus. Da klettern meine Kinder gerade raus. Hier haben wir nochmal diesen Masten vom U-Boot, den Turm, und hier geht es wieder zurück in das Marinemuseum und irgendwo hier in dem Bereich, da wo dieses Geschütz von der Seite zu sehen ist, das war dann auch das erste Bild, was ich hier wieder hatte. Also ich bin hier schon mal durchgegangen. 3737 war noch kaputt, 38 war auch kaputt und 40, da sind wir jetzt hier genau wieder bei dem Geschütz, wo es weitergeht. Das heißt, alles, was jetzt hier zwischen der Datei und das war hier, glaube ich, das erste, das ein bisschen schiefe von der Innenaufnahme vom U-Boot, das hat jetzt das Programm tatsächlich wiederhergestellt. Und wenn ich mir das Ganze mal anschaue und ich öffne das mal in der Vorschau, das ist jetzt ein bisschen groß für euch, ich mache das Ganze jetzt mal etwas angepasster, dann sehen wir tatsächlich, dass das Ganze hier wirkliche RAW-Qualität hat. Ja, natürlich könnte jetzt einer auf die Idee kommen und sagen, naja, vielleicht ist ja hier das Problem nur, dass das jetzt hier auf der Speicherkarte irgendwie nicht richtig dargestellt wird, aber wir können das Ganze auch mal probieren, indem ich diese defekten Dateien hier einfach mal sage, ich tue das Ganze kopieren und dann habe ich jetzt hier schon mal einen leeren Temp-Ordner vorbereitet und ich versuche das jetzt mal manuell von der Karte einzusetzen und ja, wir sehen es jetzt hier gerade, der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, da ein unbekannter Fehler aufgetreten ist, weil hier diese Sektoren, wir schauen auch hier nochmal, da haben wir wieder das schwarze Bild,
Ja, also jetzt hier wirklich ein paar Jahre später, nachdem mir hier diese Speicherkarte kaputt gegangen ist, hätte ich hier nicht erwartet, dass mittlerweile Software so cool ist, dass die hier selbst solche korrupten Bilder wiederherstellen kann. Ich habe da wirklich nicht viel Hoffnung gehabt, weil ich habe gedacht, hier sind wirklich große Teile von den Bildern kaputt, weil in der Vorschau konnte man es nicht mehr anschauen, man konnte es auch nicht mehr rauskopieren. Die Datenträgeroperationen sind hier einfach mit Fehlern abgebrochen, aber dass das Tool das geschafft hat, ja, das war wirklich eine sehr, sehr positive Überraschung für mich. Ja, seid ihr Fotograf oder Videograf und habt schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht oder wisst ihr, welche Speicherkarten besonders gut sind oder schlecht sind? Lasst mir bitte in die Kommentare da. Ich möchte da auch gerne mal ein bisschen aus erster Hand erfahren. Meine Erfahrungen, wie gesagt, sind wirklich bislang sehr positiv. Erste Speicherkarte, die wirklich hier kaputt gegangen ist. Ja, wenn es dann wirklich mal brennt, natürlich, was kann man machen? Ich habe bei professionellen Aufträgen immer 2 Kameras und 4 Speicherkarten dabei, um wirklich auf Nummer sicher zu gehen. Es kann mal ein Defekt an der Kamera sein, es kann mal eine Speicherkarte sein. Manchmal hilft es sogar, die Hälfte der Fotos auf die eine und die andere Hälfte auf die andere Speicherkarte zu machen, falls man wirklich einen Defekt hat und nicht so eine tolle Software zur Hand hat, dann hat man zumindest 50% der Fotos gerettet. Ja, sehr positive Überraschung für mich. Ich habe auch schon viele Open Source Tools angeschaut, aber dass die auch Daten inhaltlich retten konnten, sodass die Fotos auch wieder komplett sichtbar waren, so wie es bei uns war, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, einen Daumen nach oben da lasst und die Glocke drücken nicht vergessen. Dann werdet ihr auch informiert, wenn ich neue Videos rund um die IT-Security hochlade. Ja, für alle, die es auch noch nicht wissen, ich habe auch einen kleinen IT-Security-Shop. Ich blende euch unten mal den Link auch mit dazu ein. Schaut gerne mal vorbei. Vielleicht findet ihr auch ein cooles Tool für euch daheim. Ja, mich freut's, wenn auch ihr beim nächsten Video mit dabei seid. In diesem Sinne, macht es gut. Ciao, euer Reik.